Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute nehmen wir euch mit nach Leipzig. Hinter uns liegt eine 500 Kilometer lange Anfahrt bis zum zentrumnahen Wohnmobilstellplatz Boje. Nach einem leckeren Cappuccino führt unser Weg für einen ersten Kontakt mit der sächsischen Stadt direkt ins Zentrum. Vorbei am Marktplatz mit seinem alten Rathaus geht es für uns zum Abendessen in den berühmten Auerbachskeller, der zu den ältesten und bekanntesten Gaststätten Deutschlands gehört. Kein geringerer als Johann Wolfgang von Goethe ließ sich hier für seinen Faust inspirieren. Uns inspiriert heute das leckere Bier und der Wildgulasch mit Knödel und Rotkohl, den man uns hier serviert. Nach diesem leckeren Abendmahl begeben wir uns wieder in unser Wohnmobil und lassen den Abend noch gemütlich ausklingen. Am nächsten Tag fahren wir nach dem Frühstück mit den Fahrrädern zum berühmten Leipziger Völkerschlachtsdenkmal. Es ist eines der größten Denkmäler Europas und erinnert an die entscheidende Schlacht bei Leipzig im Oktober 1813. Damals kämpften hier über 600.000 Soldaten aus mehr als 20 Nationen gegen die Truppen Napoleons. Am 18. Oktober 1913, genau 100 Jahre nach der Schlacht, wurde das Monument feierlich eingeweiht. Es erhebt sich 91 Meter in die Höhe und besteht aus gewaltigen Steinblöcken und beeindruckt durch seine monumentale Gestaltung. Über der Statue des Erzengels Michael, die direkt am Eingang thront, befindet sich eine Terrasse, von der man eine wunderbare Aussicht hat. Mit einem Fahrstuhl geht es hinauf durch das Fundament aus Beton und Stein, das den enormen Druck der Bauwerksmassen trägt. Die Krypta ist der erste Raum, den Besucher betreten, und wird von wuchtigen Kriegerfiguren eingerahmt, die ihre Schilde stützen und so eine Art Ehrenwache bilden. Über eine steile Treppenkonstruktion gelangt man auf den oberen Rundgang, von dem man einen weiten Blick über Leipzig hinunter in die Ruhmeshalle und nach oben in die gewaltige Kuppel hat. In der Ruhmeshalle befinden sich 4 überlebensgroße Figuren, die die Tugenden Tapferkeit, Glaubensstärke, Opferbereitschaft und Volkskraft verkörpern. Als im April 1945 die amerikanischen Truppen auf Leipzig vorrückten, wurde das Denkmal von Einheiten der Wehrmacht als letzter Verteidigungspunkt genutzt, bis sie nach heftigen Kämpfen schließlich kapitulierten. Am Nachmittag zieht es uns noch einmal mit den Fahrrädern in die Innenstadt von Leipzig. Wir stellen die Räder am Richard-Wagner-Platz ab und schlendern durch die Hainstraße zum Marktplatz. Danach werfen wir einen Blick auf den beeindruckenden Bartelshof und laufen im Anschluss durch das Barfußgässchen, das in Leipzig als lebendige Kneipen- und Ausgehmeile bekannt ist.
Auf dem Thomaskirchhof fällt uns direkt die weiße Blütenpracht der Vogelkirschen ins Auge. Hier befindet sich ebenfalls die berühmte Thomaskirche, die als Wirkungsstätte von Johann Sebastian Bach und Heimat des Thomanerchors bekannt ist. In der Petersstraße befinden sich viele einladende Geschäfte, die sich zum Teil in historischen Gebäuden befinden. Das neue Rathaus in Leipzig ist eines der größten und beeindruckendsten Rathausbauten Europas und wurde zwischen 1899 und 1905 auf dem Gelände der ehemaligen Pleißenburg errichtet. Die Medler-Passage ist wohl die bekannteste und prachtvollste Passage der Stadt, in dem sich ebenfalls der Auerbachskeller befindet, den wir gestern schon besucht haben. Ein lichtdurchflutetes Glasdach, Marmorsäulen und kunstvolle Geländer prägen das Innere. Und Mephisto und Faust grüßen am Eingang die Besucher. Vorbei am Löwenbrunnen auf dem Naschmarkt und dem alten Renaissance-Rathaus, dem Wahrzeichen der Stadt, erreichen wir den Speckshof. Über die Jahrhunderte war der Nikolaikirchhof eng verbunden mit der alten Nikolaischule und natürlich mit der Nikolaikirche. Hier predigte Martin Luther 1519 und sie erlangte weltweite Bekanntheit durch die friedliche Revolution von 1989. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von euch und von Leipzig und hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.